Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Hoodie Mika nähen kannst. Das Modell Mika ist locker bzw. oversized geschnitten. Es hat stark überschnittene Schultern, bequeme Saumbündchen und eine praktische Kängurutasche. Du kannst das Modell Mika entweder als Hoodie mit Kapuze oder als schlichten Sweater mit einem Halslochbündchen nähen. Das Schnittmuster gibt es für Herren und Damen. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die Hoodie-Version nähst. Falls du lieber den Sweater ohne Kapuze nähen möchtest, findest du das Video dazu unten verlinkt. Alle Infos zum Schnittmuster und den Materialien findest du in der Infobox. Dann lass uns starten. Für den Hoodie benötigst du einmal das Vorderteil im Bruch und das Rückenteil im Bruch. Markiere den Bruch am Halsloch und am Saum mit einem Knips. Die Ärmel, dieser wird einmal normal und einmal gespiegelt zugeschnitten. Die Kängurutasche, wenn du sie aufnähen möchtest. Die Kapuze. Für die gefütterte Kapuze brauchst du 2 Paar von dieser. Wenn du magst, benötigst du noch eine Kordel für die Kapuze. Bei dieser sind schon die Endkappen befestigt. Ich nähe gleich Knopflöcher für den Tunnelzug und benötige dafür zusätzlich 2 kleine Stücke Einlage. Die Maße sind ca. 5 x 7 cm. Und dann noch zweimal das Saumbündchen im Bruch und zweimal das Ärmelbündchen. Markiere bei den Saumbündchen ebenfalls den Bruch mit einem Knips. Beginnen wir mit der Kängurutasche. Markiere dir an der schrägen Seite die Nahtzugabe von 2 cm. Dafür kannst du Kreide oder einen Trickmarker verwenden. Klappe die Nahtzugabe entlang der Markierung oder direkt bei 2 cm auf die linke Stoffseite um und bügle die Bruchkante. Zum Absteppen der Kante kannst du eine Zickzack- oder Covernaht nutzen oder eine Zwillingsnadel verwenden. Ich entscheide mich hier für den Mehrfach-Zickzackstich. Damit sich der Stoff besser transportieren lässt, reduziere ich den Nähfußdruck auf -3. Nun stelle ich die Nadel auf die linke Position vom Zickzackstich und lege den Bruch meiner Kängurutasche bei 1,5 cm an. So sticht die Nadel nun knapp in die Nahtzugabe ein. Das kann bei dir natürlich ein bisschen anders sein. Schaue, welchen Abstand du am besten wählst. Für den Anfang nehme ich ein Reststück, das ich doppelt lege. Dann schiebe ich es unter den Nähfuß, damit dieser gestützt wird, und nähe ein paar Stiche, bis ich knapp über die Kante hinaus bin. Jetzt kann ich die Tasche bei 1,5 cm anlegen und die Nahtzugabe feststeppen. Das Reststück am Anfang verhindert, dass der Stoff in die Stichplatte eingezogen wird. Diese Methode mit dem Reststück wirst du in diesem Tutorial noch öfters sehen. So sieht nun die gesteppte Naht aus. Die andere Seite wird auf die gleiche Weise abgesteppt. Nach dem Nähen kann der Stoff an der Naht etwas wellig sein. Die Wellen kannst du mit Dampf glatt bügeln. Für die Tasche beträgt die Nahtzugabe oben und an den Seiten 1 cm. Diese kannst du wieder markieren, so wie ich das hier mache. Anschließend wird die Nahtzugabe auf die linke Seite umgelegt und der Bruch gebügelt.
Lege die kurzen Seiten aufeinander und kontrolliere, ob sie die gleiche Länge haben. Falls nicht, passe die Nahtzugabe etwas an. Kontrolliere dann die Länge des Tascheneingriffs. Das ist das Vorderteil und das ist das Rückenteil. Du brauchst nun das Vorderteil. Ich habe hier das Schnittmuster von dem Vorderteil und hier ist die Markierung für die Taschenposition. Um die Position gleich übertragen zu können, schneide ich entlang der Markierung. Das Papier kann ich dann hier umklappen. Lege das Vorderteil mit der rechten Seite nach außen im Bruch, passend aufeinander. Du kannst das Schnittmuster am Bruch anlegen und die Taschenposition auf den Stoff übertragen. Zeichne entlang der ausgeschnittenen Kante eine Markierung auf den Stoff. Wende dann das Vorderteil und übertrage die Markierung auch auf der anderen Seite. Wenn du das Vorderteil aufklappst, sollte das so bei dir aussehen. Unten sind 2 Knipse seitlich vom Bruch. Diese sind für die Position der Tasche. Dann kannst du deine vorbereitete Tasche nehmen und sie mit der rechten Seite nach oben auf dein Vorderteil stecken. Falls du möchtest, kannst du ein Lineal zur Hilfe nehmen und eine Markierung zwischen den oberen Ecken zeichnen. Dann hast du eine gerade Linie und kannst die Tasche besser positionieren. Ich nähe gleich von links nach rechts, also stecke ich die Stecknadeln mit der Spitze nach links. Ich kann auch zusätzlich messen. Hier sind das 21,5 cm und hier sind das auch 21,5 cm. Die Tasche ist also mittig. Sollte das bei dir nicht der Fall sein, kannst du sie noch ein bisschen schieben, bis die Tasche mittig ist. Ich nähe von oben nach unten und hier nähe ich von unten nach oben. Dann steppe ich die obere Kante knappkantig ab und nähe dann die beiden kurzen Seiten fest. Zum Absteppen wähle ich einen Geradstich, die Nadelposition stelle ich auf 5,6, die Stichlänge auf 2,5 mm und ich reduziere die Fadenspannung von 4 auf 3,6, damit der Faden etwas elastisch bleibt. Dann reduziere ich noch den Nähfußdruck auf -4, weil hier mehrere Stofflagen übereinander liegen und so der Stoff besser transportiert wird. Ich beginne hier mit der oberen Kante von der Tasche. Dafür lege ich die Stoffkante genau an die innere Kante meines Nähfußes an. Um den Nähfuß waagerecht zu stellen, übe ich vorne etwas Druck aus und drücke hinten den Knopf, damit die Position gehalten wird. Das ist besonders hilfreich bei Höhenunterschieden. Falls dein Nähfuß diese Funktion nicht hat, kannst du stattdessen das doppelt gelegte Reststück nehmen und es hinten unter den Nähfuß legen. Der Anfang wird verriegelt. Achte darauf, die Stecknadeln rechtzeitig zu entfernen. Auch das Ende der Naht wird verriegelt. Anschließend kannst du die kurzen Seiten auf die gleiche Weise absteppen. Auch hier werden Anfang und Ende verriegelt.
Die Taschenkanten werden später etwas belastet, daher nähe ich einen Zickzackriegel an allen Ecken. Ich nehme einen schmalen Zickzackstich und reduziere den Nähfußdruck auf -3. Dann lege ich die Ecken so unter die Maschine, dass ich zu den Ecken hinnähe. Die Länge beträgt dann ca. 1 cm. Ich positioniere die Tasche so, dass der Gradstich von vorhin mittig vom Zickzackstich liegt und nähe den Riegel. Der Riegel sieht dann so aus. Nachdem du die Tasche aufgesteppt hast, kannst du sie bügeln. Ich benutze hier ein Bügeltuch, um Bügelglanz zu vermeiden. Alternativ kannst du einen Stoffrest nutzen. Dann kannst du mit einem langen Gradstich die untere Taschenkante fixieren. Die Stichlänge stelle ich auf 4 mm und ich reduziere die Fadenspannung von 4 auf 3,6 und wie vorhin reduziere ich auch den Nähfußdruck auf -4. Dann steppe ich bei 0,5 cm die untere Taschenkante und das Vorderteil zusammen. Dann kannst du die untere Kante bügeln, falls sie wellig ist. Lege das Rückenteil mit der rechten Seite nach oben hin. Platziere das Vorderteil rechts auf das Rückenteil. Das Vorderteil hat den größeren Halsausschnitt. Lege die Schultern passend aufeinander und stecke sie mit Stoffklammern oder Stecknadeln fest. Dann werden beide Schultern bei 0,7 cm zusammengenäht. Ich nutze meine Overlock und damit sich die Maschenware gut nähen lässt, erhöhe ich den Differentialtransport auf 1,3 bis 1,5. Außerdem reduziere ich den Nähfußdruck auf die kleinste Einstellung meiner Maschine für einen guten Transport. Den linken Nadelfaden habe ich mit einem passenden Garn bestückt, die anderen Garne bleiben weiß. Das Vorderteil liegt beim Nähen oben, das ist die Seite mit dem größeren Halsloch. Du kannst auch an der Nähmaschine einen Overlockstich oder einen schmalen Zickzackstich nutzen. Lege dein Oberteil mit der linken Seite nach oben auf dein Bügelbrett. Das kleinere Halsloch gehört zum Rückenteil, dorthin wird die Nahtzugabe der Schulternähte gebügelt. Du kannst die Schulter zusätzlich von der rechten Seite bügeln. Um Bügelglanz zu vermeiden, nutze ich ein Bügeltuch. Solltest du keins haben, kannst du einen Stoffriss stattdessen nutzen. Für einen sportlichen Look werde ich jetzt die Schulternähte knappkantig bzw. bei ca. 0,5 cm absteppen. Zum Absteppen wähle ich die gleiche Sticheinstellung wie vorhin bei der Tasche. Die Nadelposition stelle ich auf 5,6. Ich ändere die Stichlänge auf 2,5 mm, reduziere die Fadenspannung auf 3,6
und stelle den Nähfußdruck auf -4 ein. Dann lege ich das Oberteil mit der rechten Seite nach oben unter die Maschine und achte darauf, dass die Nahtzugabe in meinem Fall nach links liegt. Ich steppe hier auf der linken Seite der Schulter ab und lasse die Innenseite meines Nähfußs an der Nahtrille vorbeifahren. Für den Anfang kannst du auch hier wieder den doppelt gelegten Stoffrest nutzen. Wenn die Naht nach dem Nähen etwas fällig ist, kannst du sie mit Dampf wieder glatt bügeln. Dann werden die Ärmel eingenäht. Dafür lege ich mir das Oberteil mit der rechten Seite nach oben hin. Dann nehme ich den Ärmel und schaue, ob er passend zu dem Armloch ist. Hier ist ein Knips an der Schulter und 2 Knipse an dem vorderen Armloch. Am hinteren Armloch befindet sich ein Knips und ein doppelter Knips. Wenn alles passt, wende ich den Ärmel auf links und stecke ihn rechts auf rechts passend an das Armloch. Der Ärmel wird dann bei 0,7 cm eingenäht. Den anderen Ärmel stecke ich dann noch passend rechts auf rechts an das andere Armloch. Beim Nähen mit der Overlock liegt der Ärmel oben. Während des Nähens kontrolliere ich immer wieder, ob die Knipse passend aufeinander liegen. Kurz vor der Schulternaht lasse ich die Nadel im Stoff stecken und schaue, ob die Nahtzugabe zum Rückenteil liegt. Wenn alles passt, nähe ich weiter. Wenn du möchtest, kannst du die Nahtzugabe zum Oberteil bügeln. Das ist vor allen Dingen hilfreich, wenn du gleich absteppst.
Wie vorhin an der Schulter steppe ich auch hier bei 0,5 cm bzw. knapp kantig die Ärmelnaht ab. Dabei steppe ich auf dem Oberteil und achte darauf, dass die Nahtzugabe zum Oberteil hin liegt, also vom Ärmel weg. Nach dem Absteppen kannst du auch hier wieder die Ärmelnähte bügeln. Wenn die Ärmel eingenäht und abgesteppt sind, kann die Seitennaht geschlossen werden. Lege dazu das Vorderteil rechts auf das Rückenteil. Die langen Seiten der Ärmel liegen auch rechts auf rechts aufeinander. Achte darauf, dass die Nähte vom Armloch passend aufeinander liegen. Schließe die Naht von Ärmel und Seite in einem bei 0,7 cm Nahtzugabe. Hier an dieser Seite startest du am Ärmel. Auch hier wird die Naht in einem geschlossen. Starte hier an dieser Seite am Saum. So ist die schöne Nahtseite später auf dem Vorderteil. Wenn du an die Stelle mit den Ärmelnähten kommst, kannst du nochmal kontrollieren, ob diese bei 0,7 cm Nahtzugabe aufeinandertreffen. Bügle die Nahtzugabe von Seite und Ärmelnaht in Richtung des Rückenteils.
Für den Ärmel kannst du ein Ärmelbrett nutzen. Dann geht es weiter mit der Kapuze. Nehme dir das Schnittmuster für die Kapuze. Bei dem Mehrgrößenschnitt hast du die Schablone für den Patch. Schneide das Quadrat für die Patch-Position aus. Platziere dann die Schablone oder das Schnittmuster auf die rechte Seite deiner äußeren Kapuze. Du kannst die Markierung für das Quadrat auf den Stoff übertragen. Da ich Knopflöcher mache, gehe ich etwas anders vor. Ich zeichne nur die untere Kante des Quadrats auf den Stoff und markiere die Mitte des Patches. Hier verläuft später mein Knopfloch. Damit ich das Knopfloch besser nähen kann, fixiere ich auf der Rückseite meine Rechtecke aus Einlage. Ich lege die Kapuze mit der linken Seite nach oben auf mein Bügelbrett. Dann lege ich die Schablone für die Patch-Position passend auf die Kapuze. So kann ich sehen, an welcher Stelle ich die Einlage legen muss. Ich achte darauf, dass das Quadrat ungefähr mittig liegt. Dann nehme ich die Schablone weg und fixiere die Einlage. Dann nehme ich die gegengleiche Kapuze und fixiere auch hier die Einlage. Auf die gleiche Weise. Ich habe ein Reststück mit Einlage fixiert und dann ein Testknopfloch genäht. Achte darauf, dass deine Kordel durch das Knopfloch passt, dann stimmt die Länge. Notfalls musst du es anpassen. Dann kannst du die Länge des Knopflochs ausmessen, falls du keine Knopflochautomatik hast, und die Länge auf dein angezeichnetes Knopfloch übertragen. Hier messe ich den Abstand von der Kante zur Knopflochmitte und übertrage diese auf die andere Kapuze, damit beide gleich sind. Hier markiere ich die gemessene Länge meines Testknopflochs bei beiden Knopflöchern. Kontrolliere nochmal, ob die Einlage passt, so wie du das hier siehst. Dann kannst du die Knopflöcher nähen. Zum Schluss werden die Knopflöcher in der Mitte aufgeschnitten. Achte darauf, dass du deine Naht nicht verletzt. Dann kannst du die Knopflöcher noch bügeln. Lege die äußeren Kapuzenteile mit den Knopflöchern rechts auf rechts aufeinander. Stecke sie entlang der gebogenen Kante fest. Diese Kante wird mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Wiederhole den Vorgang für die innere Kapuze. Beginne bei beiden Kapuzenteilen unten an der Halslochkante. Das ist die Seite mit der leichten Kurve. Die äußere Kapuze steppe ich gleich ab, daher wird sie jetzt nicht gebügelt.
Bei der inneren Kapuze bügle ich die Nahtzugabe zu einer Richtung. Dabei liegt die schöne Seite der Naht oben. Du siehst jetzt, wie ich die Kante des Bügelbretts nutze, um die Rundung zu bügeln. Beim Absteppen achte darauf, dass die schöne Seite der Nahtzugabe oben liegt, bzw. die Nahtzugabe in die gleiche Richtung liegt, wie du sie vorhin bei der Innenkapuze gebügelt hast. In diesem Fall zeigt sie nach links. Streiche die Naht auseinander und lege den Nähfuß mit der Innenseite an die Nahtkante der Kapuze. Die Einstellungen sind die gleichen wie beim Absteppen des Armlochs. Nähe ein Stück. Senke die Nadel dann in den Stoff, streiche den Stoff wieder auseinander und nähe wieder das Stück, das du auseinandergestrichen hast. Nähe so die ganze Kapuze, bis du am Ende angekommen bist. Achte darauf, dass die Nahtzugabe immer in die richtige Richtung zeigt. Danach kannst du die wellige Naht wieder mit Dampf bügeln. Lege die innere und die äußere Kapuze rechts auf rechts aufeinander. Die Nahtzugaben der Mittelnähte liegen in unterschiedliche Richtungen und treffen aufeinander. Stecke den Kapuzenausschnitt zusammen. Das ist die lange gerade Seite. Steppe die Kante bei 0,7 cm zusammen. Lege die innere und äußere Kapuze auseinander, sodass die eben gesteppte Naht sichtbar ist. Bügle die Nahtzugabe in eine Richtung deiner Wahl. Dadurch lässt sich die Kante später leichter in den Bruch bügeln. Wende die Kapuze so, dass die rechten Seiten beider Kapuzenteile sichtbar sind. Lege die gerade lange Kante so hin, dass die Nähte der Innen- und Außenkapuze genau im Bruch liegen. Du kannst mit den Fingern den Stoff an der Kante vor- und zurückschieben, so legt sich die Naht schön im Bruch. Bügle anschließend die Kante.
Dann messe ich den Abstand von der Kante bis zum Knopfloch, das sind hier ungefähr 1,8 cm. Damit das Knopfloch später genau in der Mitte liegt, beträgt der Abstand für die Steppner 3,6 cm, also das Doppelte von 1,8 cm. Dieser Wert kann bei dir auch etwas abweichen. Ich stecke grob die Stofflagen an der Kante zusammen, so verrutschen sie gleich beim Steppen nicht. Zum Absteppen behalte ich die Einstellungen von vorhin bei und stelle die Nadelposition auf die Mitte. Dann steppe ich die Kante bei 3,6 cm ab. Nach dem Steppen bügle ich die Kante. Wenn du möchtest, kannst du die Stofflagen an der unteren Kante der Kapuze mit einem großen Stich zusammennähen. Das erleichtert später das Annähen der Kapuze. Die Stichlänge stelle ich auf 4 mm und ich reduziere die Fadenspannung von 4 auf 3,6 und wie vorhin reduziere ich auch den Nähfußdruck auf -4. Dann steppe ich bei 0,5 cm die Stofflagen zusammen. Bügle die Kante. Damit die Kapuze beim Annähen in der Mitte zusammenliegt, kannst du die Spitze vorab fixieren. Fädle dazu ein Stück Garn doppelt auf eine Nähnadel und mache einen Knoten in die Enden. Lege die Kapuzenmitte an der Kapuzenkante exakt zusammen und nähe sie mit einem Heftfaden ca. 2 bis 3 cm von der rechten Seite zusammen. Achte darauf, dass die Kanten sauber aneinander stoßen. Lege das Oberteil mit der linken Seite nach außen. Die äußere Kapuze liegt ebenfalls außen. Stecke die Kapuze in das Halsloch des Oberteils. Beginne mit der Spitze der Kapuze und stecke sie an den Knips der vorderen Mitte des Oberteils. Arbeite dich dann weiter zum Knips an der Schulter vor. Lege die Naht der Kapuze auf den Knips der hinteren Mitte und stecke sie fest. Von dort aus steckst du die Kapuze weiter bis zur anderen Schulter. Dann wird die Kapuze bei 0,7 cm an das Oberteil genäht. Wenn du die Overlock nutzt, liegt die Kapuze oben. Ich starte mit der Naht an der hinteren Mitte.
Zwischendurch achte ich darauf, dass die Kapuze und das Halsloch passend aufeinander liegen. Klappe die Nahtzugabe in Richtung des Oberteils und steppe das Halsloch bei 0,5 cm ab. Damit ich das Halsloch leichter absteppen kann, habe ich das Oberteil auf links gewendet und kann dann mit der Innenkante meines Nähfußes am Halsloch vorbeinähen. Zum Absteppen nehme ich die gleiche Einstellung wie vorhin bei der Absteppung von den Armlöchern. So sollte das Ganze dann aussehen. An dieser Stelle kannst du die Heftnaht auftrennen, die wird nicht mehr benötigt. Lege die Ärmelbündchen jeweils an den kurzen Seiten rechts auf rechts aufeinander und stecke sie fest. Steppe die kurzen Kanten bei 0,7 cm zusammen. Lege dann die Saumbündchen rechts auf rechts aufeinander und stecke die kurzen Seiten ebenfalls passend aufeinander. Die kurzen Seiten werden hier auch bei 0,7 cm zusammengesteppt. Für die Bündchen nehme ich einen Gradstich. Du kannst auch einen schmalen Zickzackstich nutzen. Die Nadelposition stelle ich auf 3. So ist der Abstand von der Innenkante meines Nähfußes bis zur Nadel 0,7 cm. Dann stelle ich die Stichlänge auf 2,3 und reduziere die Fadenspannung auf 3,8. Den Nähfußdruck stelle ich auf -3. Dann lege ich die Bündchen an die Innenkante meines Nähfußes und nähe sie zusammen. Anfang und Ende werden verriegelt. Sollte sich dein Stoff am Anfang mal festnähen, kannst du an dem Reststück ziehen und dabei vorsichtig nähen. Die Nahtzugaben von den Ärmelbündchen werden auseinandergebügelt. Dann legst du die obere Kante auf die untere Kante. Die linken Seiten liegen aufeinander. Bügle dann den Bruch. Das wiederhole ich dann auch für das zweite Bündchen. Und das Saumbündchen.
Wende das Oberteil auf links. Lege den Ärmel so hin, dass die Naht zu einer Seite zeigt und die gegenüberliegende Seite im Bruch liegt. Markiere den Bruch mit einem kurzen Knips, um später eine Orientierung zu haben. Wiederhole diesen Schritt auch am anderen Ärmel und an den 2 Ärmelbündchen. Stecke die Ärmelbündchen in jeweils einen Ärmel. Die offene Seite trifft auf die Kante des Ärmels. Die Naht der Ärmelbündchen trifft auf die Ärmelnaht. Und die Knipse, die wir eben gemacht haben, liegen passend aufeinander. Nähe dann die Bündchen bei 0,7 cm Nahtzugabe an. Es ist leichter, wenn das Bündchen beim Nähen oben liegt. Achte darauf, dass das Bündchen aus Bündchenware beim Annähen sehr stark gedehnt werden muss. Am besten nähst du ein Stück, dehnst dann dein Bündchen, nähst das gedehnte Stück und arbeitest dich so bis zum Ende des Bündchens vor. Dann werden die Bündchen gebügelt. Lege das Bündchen mit der linken Seite nach oben um ein Ärmelbrett. Ziehe vorsichtig am Ärmel und bügle dann über die Nahtzugabe von Bündchen und Ärmel. Stecke das Saumbündchen an den Saum. Die offene Kante liegt, wie auch bei den Ärmeln vorhin, an der Kante des Oberteils an. Die beiden Knipse liegen auf der vorderen bzw. hinteren Mitte. Die Nähte des Saumbündchens liegen jeweils auf einer Seitennaht. Steppe das Bündchen bei 0,7 cm Nahtzugabe fest. Das Bündchen liegt beim Annähen oben. Dehne auch hier das Bündchen, bis es glatt auf dem Oberteil liegt. Achte an den Seitennähten darauf, dass die Nahtzugabe zum Rückenteil zeigt.
Dann wird auch hier das Saumbündchen gebügelt. Lege es mit der linken Seite nach oben auf das Bügelbrett und lege die Nahtzugabe zum Oberteil. Ziehe dann vorsichtig am Oberteil und bügle die Nahtzugabe und das Bündchen. Bei dem Bündchen aus Bündchenware wird sich der Stoff sehr zusammenziehen. So sieht der Hoodie dann aus. Du kannst die Säume so belassen oder du steppst bei 0,5 cm die Naht vom Saumbündchen und Oberteil ab. Zum Absteppen nutze ich die gleiche Einstellung wie vorhin am Halsloch und führe die Kante vom Oberteil an der Innenkante meines Nähfußes vorbei. Achte beim Absteppen darauf, dass die Nahtzugabe in Richtung des Oberteils liegt. Das Bündchen bzw. das Oberteil musst du hier etwas dehnen. Zum Absteppen des Ärmels kannst du den Ärmel auf links wenden oder du nutzt den Freiarm deiner Nähmaschine. Achte auch hier beim Absteppen darauf, dass die Nahtzugabe in Richtung des Ärmels liegt. Das Bündchen bzw. den Ärmel musst du auch hier etwas dehnen. Wenn die Ansatznähte des Bündchens wellig sind, kannst du diese mit viel Dampf etwas wegbügeln. Lege dafür die Ärmel bzw. den Saum des Hoodies glatt auf das Bügelbrett und dämpfe die Stelle. Die Wellen sollten dann weniger werden. Die Ansatznähte bleiben aufgrund der eingearbeiteten Mehrweite bei Bündchenware ein wenig wellig. Je nach Material kann es auch sein, dass die Bündchen nach dem Annähen sehr locker sind. Das ist vor allem bei Bündchenware der Fall. Wenn du den Hoodie kurz in der Maschine wäschst, ziehen sich die Bündchen wieder zusammen. Dann fehlt nur noch die Kordel. Nehme dir deine Kordel und fädel eine Sicherheitsnadel auf das Ende der Kordel auf. Die Sicherheitsnadel sollte so groß sein, dass diese samt Kordel gut durch die Öse bzw. durch dein Knopfloch passt. Schiebe die Sicherheitsnadel mit der Kordel durch eine der Ösen. Mit Hilfe der Sicherheitsnadel lässt sich dann die Kordel leichter durch den Tunnel schieben. Führe die Kordel einmal an der Kapuze vorbei und komme bei der anderen Öse bzw. dem anderen Knopfloch wieder raus. Dann ist dein Hoodie auch fertig. Viel Freude mit deinem neuen Kleidungsstück!